Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Schön, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Weißt du, es gibt ein paar Dinge, die ganz wesentlich sind, genau jetzt in dieser Zeit, um sie zu navigieren in der richtigen Weise. Die Dinge im Außen sind stark Veränderungen unterlegen. Und genau da ist es sehr wesentlich, dass wir uns nicht machtlos in den Ereignissen um uns herum suhlen und uns als Opfer der Umstände fühlen, sondern bewusst da herausgehen und uns klar werden, womit habe ich denn jetzt hier eigentlich zu tun? Was passiert hier? Ich frage dich etwas. Stell dir vor, du bist dein eigenes höheres Wesen und du hast so einen Menschen. Und dieser Mensch fällt immer wieder in Dramen, in Schwierigkeiten und fällt für das Außen, glaubt dem Außen, hat Angst, weiß nicht, wie er sich bewegen soll. Krankheiten kommen hoch, alles ist turbulent. Wenn du jetzt dieses höhere Wesen bist, was würdest du tun, um deinen Menschen, die Rolle, mit der du hier auf der Erde spielst, wach zu machen, so dass er die Möglichkeit hat, sich zu erinnern, er ist das alles nicht. Er ist ja dieses vollkommene Wesen, Schöpferwesen, purer Schöpfer. Stell dir vor, du bist dieses höhere, geistige, unsterbliche Wesen von dir und hast diesen Menschen, den du über alles liebst und dem du gerne helfen möchtest und der aber immer wieder da so in die Verzweiflung fällt und dich als höheres Wesen überhaupt nicht wahrnehmen kann und auch gar nicht hören kann. Was machst du da? Als höheres, vollkommenes Wesen. Kannst du nicht eigentlich nur durch Ereignisse, die noch schwieriger sind im Außen, dieser Rolle helfen, aufzuwachen? Dass diese Rolle sagt, so jetzt habe ich keine Lust mehr da mitzuspielen, jetzt höre ich auf. Jetzt mache ich Schritte. Ich will da raus. Ich will was anderes. Genau so funktioniert es. Und jetzt ist es so, dass wir an dieser Stelle sehr, sehr viel Geduld brauchen. Weil wir sind total gewohnt, dem Verstand zu folgen und dem Verstand zu glauben und dem Verstand die Sachen zu überlassen in der Regel. Und jetzt geht es darum, sich ganz, ganz bewusst zu werden, zu merken, wow, das, was im Verstand ist, das triggert, wenn das in irgendeiner Form was ist, was du erfahren hast, was negativ ist. Und jetzt ist es aber nicht, dass wir weiter im Außen in dieser Negativität hängen. Das geht ja von alleine. Wusch rein. Uah! Ja. Sondern Schnitt, wie ich ja schon ab und zu mal gesagt habe, raus. Durchziehen lassen. Auch wenn es sehr schmerzvoll ist, wie mit der Angst, wo ich hineingehe und einfach zuschaue, wie mein Körper reagiert. Einfach beobachte. Und so auch in einer Situation, die dich total triggert. Lass sie mal zu. Steh mal drinnen.
und mach dir klar, wow, das ist jetzt eine Horrorszene in deinem Film. Aber es ist ein Film. Dein inneres Wesen hilft dir, konkret die Schritte machen zu können, aus dieser Fesselung, aus dieser Matrix, aus dieser Gefangenschaft, aus dem Glauben, Opfer deiner Umstände zu sein, heraussteigen zu können. Das bedeutet das Aussteigen aus der sogenannten Matrix, aus dem Leben hier auf der Erde, wie wir das gewohnt sind. Wenn wir der Angst folgen, der Angst überlassen, unser Leben zu bestimmen und wie wir womit umgehen. Ja, was erschaffen wir dann? Du erschaffst es. Während wenn wir in dem Moment es anfangen, Beobachter der Umstände zu sein, zu schauen, was passiert denn da jetzt eigentlich in meinem Film. Ich schaue mir das jetzt mal an, detached, losgelöst, wie in einem Film. Wirklich, wie wenn du einen Film anschaust. Und du fühlst vielleicht erst noch dieses im Verhältnis zu deinem Ereignis. Und du setzt die Intention, dass das jetzt abzieht. Das, was das verursacht, dieses getriggert sein, den Schmerz. Durch mich hindurch, wie ein Riesen-Download, ist mein 3. Buch gekommen. Es ist in der Abschlussphase, kurz vor dem Launch. Es wird am 24. Dezember 2024 herauskommen. Und das, was durch mich hindurchgekommen ist, ist das, worauf es jetzt vor allem in 25 ankommt, wenn wir vieles, was hochkommt, was wirklich hässlich ausschaut, konfrontieren. Daher sind diese Worte, die ich gerade eben auch gesagt habe, wirklich wesentlich. Wie gehe ich damit um, wenn ich in einer Welt bin, die mich triggert? Und zwar kräftig. Zur Beruhigung kann ich dir auch nur sagen, es muss ja alles raus aus dir. Also muss alles rausgetriggert werden. Also nimm es entspannt, es testet dich einfach. Bist du in der Lage, weiter und weiter und weiter daraus zu steigen? Aus der Führung deines Verstandes kannst du deiner inneren Stimme, deinem inneren vollkommenen Wesen folgen. Hast du das Vertrauen in dich hinein? Hast du in dir bewusst, dass du göttliches Bewusstsein bist, ein göttliches Wesen bist und damit ganz andere Dinge erschaffen kannst? Ja, wenn du wirklich in einer Meditation gehst und dich damit verbindest mit deinem höheren Wesen, mit deinem göttlichen Bewusstsein in dir und das spürst, dann spürst du, wie davon eine unendliche Heilkraft sofort ausgeht. Und je mehr wir in die Verbindung gehen, umso mehr versuchen natürlich diese kleinmachenden Kräfte, die über den Verstand wirken, dich da rauszuziehen. Dein Verstand kennt dich in jeder Ecke. Er wird alles verwenden, was ihm nur was ihm nur zur Verfügung steht, um dich immer wieder klein zu machen, dass du nicht aussteigst aus dieser Matrix. Der ganze Spektakel findet in dir, in deinem Kopf statt. Hier auf der Erde, was du denkst, was außen wäre, ist hier in deinem Gehirn abgespeichert. Das Aussteigen aus der Matrix bedeutet, das zu erkennen.
Das Aufwachen bedeutet, das zu erkennen und da rauszugehen. In meinem Buch sind viele Dinge durch mich hindurchgekommen von den Kräften, von den negativen Energien, die hier auf der Erde das System festhalten und festgehalten haben, dass du dein volles Potenzial hier noch nicht hast leben können. Es beschreibt die Hintergründe und das Zentrale, worauf es ankommt. Es ist sofort in Englisch und in Deutsch erhältlich. Über meine Homepage und auch über Amazon und alles ist hier unten drunter verlinkt, weil es kann sein, wenn dieses Video rauskommt, vielleicht kannst du schon die ersten Sachen per Pre-Order bestellen. Ich bin dafür inkarniert und hier, dass die Menschen durch das, was ich mache, eine Unterstützung erfahren, diese Zeit navigieren zu können. Wir gemeinsam brechen diese Matrix auf. Du spürst in deinem Inneren schon die Resonanz von meinen Worten, sonst könntest du nicht hier sein. Du stehst mitten da drinnen, in diesem Wuff kommt das Alte wieder hoch und möchte dich wirklich in die Pfanne hauen. Das machst du alles komplett verkehrt. Erkenne das. Und das Neue ist gleichzeitig da. Vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen, dass du wirklich alles verändern kannst. Wirklich alles tun und haben kannst, von dem du nur träumst. Gehe dort weiter hinein und fange das weiter an, in dir zu aktivieren und zu beleben. Und lasse dich nicht von einem lauten Verstand kleinkriegen. Mein neuestes Buch ist eine Schwarz-auf-Weiß Unterstützung, die du auch als Print-Ausgabe haben kannst, als Taschenbuch, wo du dazu schreiben kannst, die aus dieser Tiefe von unserem eigentlichen Sein geschrieben ist, so dass du jedes Mal was Neues hörst oder was Neues liest, wenn du drüber liest. Um dich 2025 immer wieder daran zu erinnern, worauf es im Kern ankommt. Du hast bewusst gewählt, hier jetzt inkarniert zu sein. Es ist sehr, sehr wertvoll, dass du da bist. Dein Körper ist unendlich wertvoll. Es gibt so viele Seelen, die deinen Körper gerne hätten oder auch einen Körper hätten. Dem, was du hier begegnest, auch wenn es sich sehr heftig anfühlt, ist extrem positiv. Es passieren unendliche Dinge, die sind so nicht möglich gewesen über Jahrtausende. Wir können in kürzester Zeit heute Karma auflösen und Dinge von Erfahrungen auflösen von allen unseren Inkarnationen in einer einzigen Inkarnation. Du bist da, um dabei zu sein, wie die Menschheit erwacht. Mein neuestes Buch heißt Das große Erwachen der Menschheit. The Grand Awakening of Mankind in Englisch. Dieses Buch ist dieses Mal komplett in Englisch durch mich durchgekommen und wir haben es vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Mal etwas ganz anderes.
fühle, welch ein großes Ereignis das ist, an dem du teilnimmst, wo die Menschheit aufwacht. Zu dem unsterblichen, göttlichen Wesen, was jeder Einzelne ist. Zu dem Schöpfer, der jeder Einzelne ist. Wo Liebe miteinander Selbstverständlichkeit ist, weil wenn wir wissen, wenn wir wieder tief in uns fühlen und erfahren, wer wir wirklich sind, können wir nur pure Liebe sein. Können wir nur für das Wohl von jedem anderen sorgen. Es geht nicht anders, weil wir wissen, dass jeder ein Teil von uns ist. Wisse, es ist du, der zentral hinter dieser gigantischen Verwandlung steht. Jeder Einzelne ist Zentrum in seinem eigenen Universum. Ich freue mich von Herzen, dass du mir bis hierher zugehört hast und ich freue mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal. Und ich freue mich sehr, wenn du hier unter dieses Video schreibst, was es mit dir macht, was ich sage. Dass du mir deinen Daumen hoch gibst und meinen Kanal abonnierst, falls du das noch nicht gemacht hast. Und ich wünsche mir, dass du dieses Video an all die Menschen weiterleitest, wo du spürst, die brauchen genau jetzt diese Nachricht. Dass sie nicht hineinfallen in das, was scheinbar so fürchterlich ist, was aber im Grunde genommen nur das Entlassen einer alten Welt in dir spiegelt. Bis zum nächsten Mal, ich liebe dich. Tschüss.